Zypern, ein Urlaubsparadies im Mittelmeer. Doch die Insel hat ein schmutziges Geheimnis. Hinter glitzernden Fassaden machen russische Milliardäre heimliche Geschäfte. Vielleicht brauchen wir Russen den Krieg, um uns sozusagen zum Handeln zu bringen. Wer in Zypern recherchiert, erhält Einblick in eine Schattenwelt. Schwarze Kassen für dubiose Fußballgeschäfte. Ein ganz klarer Regelverstoß. Die schlimmste Konsequenz wäre der Ausschluss aus der Premier League. Geheime Absprachen, um millionenschwere Kunst zu verstecken. Zyperns Serviceagenturen bieten alles für Briefkastenfirmen, auch um Vermögen zu verschleiern. Wir recherchieren, weil sie sanktionierte russische Oligarchen unter ihren Kunden haben. In der Hauptstadt Zyperns werden geheime Verträge geschlossen, die nie ans Licht kommen sollten. Haben Sie jemals Honorare aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Direkt Geht's oder noch? indirekt? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch? Ja. Nein. Ein heimliches Honorar für einen deutschen Journalisten? Guten Tag, Herr Seipel. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin vom ZDF, der Redaktion Frontal. Herr Seipel, wollen Sie nicht 2 Fragen beantworten? Wir sind in Nikosia, im bekanntesten Hochhaus der Hauptstadt Zyperns. Manch ein Superreicher aus Russland hat sich für viel Geld eines der Apartments gekauft. Hier mieten wir uns für ein paar Tage ein. Wer viel Geld hat, dem liegt nicht nur Zypern, sondern ganz Westeuropa zu Füßen. Wer das viele Geld dann auch noch diskret investieren möchte, für den gibt es in der Hauptstadt spezialisierte Dienstleister. Für Buchprüfung, Unternehmensgründung, Bankservice. Alles, was Investoren brauchen. Die Dienstleister garantieren absolute Geheimhaltung. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn es gibt ein Datenleck. Mehr als 3,5 Millionen Dokumente, komplexe Verträge. Auf Russisch, Griechisch, Englisch. Die Daten stammen aus mehreren anonymen Quellen. Wir werten den gigantischen Datensatz aus und finden versteckte Millionenzahlungen. In dem Sport, der Millionen begeistert und Fairness verkörpern soll: Fußball. Es geht um einen der besten Clubs der Welt. Chelsea FC. Dutzende nationale und internationale Titel. 2 Titel in der Champions League. Dafür hat auch er gesorgt. Roman Abramowitsch, russischer Milliardär. Ohne Roman Abramowitsch wären diese Erfolge des FC Chelsea niemals vorstellbar gewesen. Er konnte plötzlich Spieler kaufen, die sonst nie zu Chelsea gekommen wären. Er konnte sich einen Trainer leisten, der nie gekommen wäre. Und Abramowitsch war im Grunde der erste Clubbesitzer, für den Geld so gar keine Rolle gespielt hat. Und damit hat er das Oligarchentum im europäischen Fußball begründet. Die Ära Abramowitsch beginnt in London im Jahr 2003. Für umgerechnet rund 160 Millionen Euro kauft der schwerreiche Russe den Chelsea FC. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich letztlich für den Club ausgeben werde. Es wird davon abhängen, wie gut wir spielen. Abramowitsch kauft ein. Weltstars. Wie Didier Drogba, Fernando Torres, Romelu Lukaku. Mehr als 2 Milliarden Euro gibt Chelsea unter Abramowitsch für Transfers aus, offiziell. Je mehr Oligarchengeld fließt, desto mehr Trophäen landen in London. Vorläufiger Höhepunkt 2012, Champions League-Finale gegen Bayern. Nach 90 Minuten 1:1. Chelsea gewinnt im Elfmeterschießen. Abramowitsch feiert mit und legt nach. Im Fokus ein junger Stürmer aus Belgien. Eden Hazard ist ein Top-Talent, damals einer der begehrtesten Offensivspieler der Welt. Abramowitsch überzeugt Hazard und seinen Berater John Biko Pinnock. Hazard wechselt zu Chelsea.
erhält künftig 200.000 Pfund pro Woche. 35 Millionen Euro Ablöse kostet der Transfer. Offiziell. Eden Hazard war damals einer der spannendsten jungen Spieler in ganz Europa, kann man sagen. Allen war klar, der wird mal Weltstar, der wird vielleicht sogar mal Weltfußballer. Und dementsprechend groß war das Gezerre um ihn. Also alle großen Clubs in Europa wollten ihn haben. Im Zypern League finden wir ein Dokument, das den Transfer in neuem Licht erscheinen lässt. Ein geheimer Vertrag vom März 2013, also 9 Monate nach dem Transfer. Abgeschlossen von einer Briefkastenfirma Abramovics, der Leaston Holdings Limited, mit einer Firma aus den Emiraten, Gulf Value. Es geht um die Zahlung von 7 Millionen Euro für Beratungsdienste im Bereich der Sportforschung und Beratung. Für das Unternehmen aus den Emiraten unterschreibt der Berater von Eden Hazard, John Biko Penac. Wofür sind die Millionen? Dazu schweigt Hazards Berater. In den offiziellen Büchern des Chelsea FC taucht die Zahlung nicht auf. Ein echtes Problem für den Club, sagt der ehemalige Finanzchef der deutschen Fußballliga DFL, Christian Müller. Ein ganz klarer Regelverstoß. Financial Fair Play zielt darauf ab, dass alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Spielertransfers und Spielerverpflichtungen eben in der Gewinn- und Verlustrechnung des Clubs abgebildet werden. Und hier sind Zahlungen für den Kader eines Clubs ganz woanders erfolgt. Und damit ist alles das, was der Club ausweist, falsch. Der Europäische Fußballverband UEFA hat ein klares Regelwerk, das die Macht von Milliardären im Fußball begrenzen soll. Financial Fair Play nennt sich das. Ein Kerngedanke: Zahlungen bei Transfers muss jeder Verein selbst tätigen und offenlegen. Die UEFA sorgte sich darum, dass das ganze europäische Fußballsystem zusammenbricht und hat gesagt, wir müssen mit einem Reglement die Clubs zur Vernunft bringen. Kieran Maguire beobachtet seit Jahren, ob britische Fußballclubs die finanziellen Regeln beachten. Er sagt, die Enthüllungen des Zypern Leaks könnten für Chelsea noch schmerzhaft werden. Die potenziellen Strafen gegen Chelsea könnten beispielsweise eine Finanzstrafe sein. Wahrscheinlicher und ich denke am wahrscheinlichsten ist aber Punktabzug. Die schlimmste Konsequenz wäre sogar der Ausschluss aus der Premier League. Das Zypern League offenbart, mindestens 13 Jahre lang haben Abramovics Offshore-Firmen offenbar geheime Deals eingefädelt, Geldzahlungen abgewickelt. Kosten, die offenbar nicht alle in den offiziellen Bilanzen des Chelsea FC auftauchten. Was den Fußball so interessant macht für uns alle, ist, dass man am Ende nicht genau weiß, wer gewinnt. Und das soll eben durch Besitzer wie Roman Abramovic, aber auch andere, durch Staaten wie Katar, die sich große Clubs kaufen, unterlaufen werden. Die wollen genau das abschaffen. Die wollen dafür sorgen, dass man sich den Erfolg im Vorhinein kaufen kann. Mit dem vielen Geld, das sie haben. Zurück auf Zypern, die Küstenstadt Limassol. Wegen der vielen russischen Einwohner auch Klein-Moskau am Mittelmeer genannt. Wir fahren zu dem Dienstleister, der für Abramovic die geheimen Deals im Fußball abgewickelt hat. Mit dabei Filmteams vom österreichischen und schwedischen Fernsehen. Okay, fifth. Dieser Dienstleister wurde bereits sanktioniert, wegen der Zusammenarbeit mit Roman Abramovic. Was sagen die Verantwortlichen? Wait, excuse me, before you got there. Sorry? We need the license. We're going to call the police. We need the license. The license for what? For taking video of the building. We need the license. Together. Call the police and stop recording. Yeah. Wir verlassen das Gebäude. Eine schriftliche Anfrage lässt der Serviceanbieter unbeantwortet. Also recherchieren wir weiter im Zypern League und stoßen auf noch einen geheimen Vertrag von 2016. Das schlechteste Jahr in der Ära Abramovic. Chelsea wird Zehnter in der Premier League und Abramovic reagiert. Verpflichtet den Startrainer Antonio Conte, zuvor Italiens Nationaltrainer.
Bereits im ersten Jahr bei Chelsea gelingt Conte der Coup. Gewinn der Premier League. Conte erhält einen neuen Vertrag. Sein Gehalt wird laut Medienberichten verdoppelt. Nicht öffentlich wird dieser Deal. Abgeschlossen am selben Tag der Vertragsverkündung von der Conybeare Holdings, eine Briefkastenfirma von Abramovich. Die offeriert 10 Millionen Pfund für Anteile an einem Fonds, der ihm gehört. Federico Pastorello, ein italienischer Spielerberater. Er war nach eigenen Angaben in die Verhandlungen um Chelsea-Trainer Conte involviert. Auf unsere Nachfrage will Spielerberater Pastorello dazu nichts sagen, dementiert Contes Berater zu sein. Antonio Conte, der ehemalige Chelsea-Trainer, ließ eine Anfrage unbeantwortet. Wenn sich der Inhalt dieser Dokumente bewahrheitet, dann spricht vieles dafür, dass Chelsea absichtlich versucht hat, Kosten aus der Buchhaltung herauszuhalten, um Financial Fairplay zu umgehen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 musste Roman Abramovich seine Anteile am Chelsea FC verkaufen. Für knapp 5 Milliarden Euro. Das bis dato teuerste Geschäft in der Geschichte des Sports. Das Geld fließt in eine Stiftung, die der Ukraine zugutekommen soll. Was sagen die neuen Eigentümer von Chelsea zu den Enthüllungen? Der Verein antwortet, die Vorwürfe betreffen keine Personen, die noch bei Chelsea seien. Allerdings gäbe es womöglich unvollständige Finanzberichte bei Transfers, die in der Zeit Abramovichs getätigt wurden. Und, Zitat, unmittelbar nach Abschluss des Kaufs hat der Club diese Angelegenheiten proaktiv bei allen zuständigen Fußballaufsichtsbehörden angezeigt, die zuständigen Aufsichtsbehörden proaktiv bei ihren Untersuchungen unterstützt und wird dies auch weiterhin tun. Die UEFA teilt uns mit, gegen Chelsea sei bereits eine Strafe von 10 Millionen Euro verhängt worden. Sollten neue, fragwürdige Zahlungen festgestellt werden, könnte, Zitat, ein neues Verfahren gegen den Club eröffnet werden. Die UEFA, die Verbände müssen solche Vergehen endlich sanktionieren, sonst wird dieses Finanzdoping niemals aufhören. Und vor allem müssen sie es so sanktionieren, dass es den Clubs wirklich wehtut. Denn der größte Witz ist ja, wenn man dann eine Geldstrafe verhängt. Geldstrafen sind genau das, was diesen Clubbesitzern eben nicht wehtut. Sondern es müssten sportliche Strafen sein, also beispielsweise mal ein Ausschluss aus der Champions League. Das würde wirklich wehtun und das wäre dann auch Abschreckung. Abramovich schweigt auf Nachfragen. Mit seinem Geld wurde der Chelsea FC zu einem der besten Vereine der Welt, sammelte Titel und Trophäen. Mittlerweile ist die Zusammenarbeit zwischen Chelsea und dem Oligarchen Geschichte. Die Auswirkungen der Ära Abramovich werden den Verein und die Fußballwelt noch lange beschäftigen. Die Geheimnisse von Zypern, verborgen in einem gigantischen Datensatz aus anonymen Quellen. Womöglich auch aus einem Hackerangriff. Für uns der Startpunkt für eine monatelange Recherche. Dafür schließen wir uns mit anderen Journalisten zusammen, aus aller Welt. In Deutschland mit dem Spiegel. Wir helfen uns gegenseitig, veröffentlichen das, was wir überprüfen können. In dem Zypern-Leak stoßen wir auf einen deutschen Journalisten, Hubert Seipel. Ein brisanter Treffer. Hubert Seipel ist nicht irgendein Journalist. Hubert Seipel. Der ARD-Autor kommt Wladimir Putin regelmäßig so nah wie kein anderer deutscher Journalist. Hubert Seipel hat Putin auf mehr als einem Dutzend Reisen begleitet. Sie sind ihm sehr nahe gekommen. Sie haben, sagt man, immer wieder einen direkten Draht nach Moskau. Guten Abend, Herr Seipel. Grüß dich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Hubert Seipel hat das Bild von Wladimir Putin in Deutschland über Jahre geprägt. Maßgeblich mit der ARD-Dokumentation Ich Putin von 2012. Ein Film von Hubert Seipel. Der deutsche Journalist an der Seite des mächtigsten Mannes Russlands. Seipel zeigt einen Putin, der sich unermüdlich um sein großes Land kümmert. Er muss regieren zum Wohl des Landes.
Ein Mann, ein Auftrag. Zum Beispiel diese Fabrik retten, die vor der Schließung stand. Dann kam Putin. Der nahm sich der Sache ganz persönlich an. Seipel präsentiert Putin als Helden. Das Gefühl, die richtigen Entscheidungen für das Land zu treffen, verleiht Kraft. Es hat mich bis heute nicht verlassen. Millionen Menschen in Deutschland sehen Putin mit den Augen von Hubert Seipel. Seine Dokumentation wurde immer wieder im Fernsehen gezeigt. Aber was hat Hubert Seipel mit Zypern zu tun? Im Datenleak stoßen wir auf ein brisantes Dokument. Titel: Deed of Sponsorship, ein Sponsorenvertrag zwischen Hubert Seipel und einer Briefkastenfirma namens De Vere Worldwide Corporation, dem Sponsor. In dem Vertrag steht, Zitat, der Autor, also Seipel, schreibt ein Buch über das politische Umfeld in der Russischen Föderation. Dabei will der Sponsor helfen, so steht es im Vertrag, mit logistischer Unterstützung und mit Geld. Das ist der Zahlungsauftrag auf Grundlage des Sponsorenvertrags an Hubert Seipel. Eine erste Überweisung von 200.000 €. Und dann noch eine Überweisung. Dieses Mal 400.000 € an Hubert Seipel. Ließ sich Seipel bezahlen? Etwa aus Russland? Kaum zu glauben. Wir rufen ihn einfach mal an. Hallo Herr Seipel, grüß Sie, hier spricht Bastian Obermeier und neben mir sitzt mein Kollege Frederik Obermeier. Grüß Sie, Herr Seipel. Wir recherchieren für Paper Trail Media, für den Spiegel und für das ZDF und wir würden mit Ihnen gerne über erstaunlich hohe Geldflüsse aus Russland sprechen, die wir gerne verstehen würden. Die Stimme von Hubert Seipel dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht aufzeichnen und schreiben deshalb mit. Seipel bezeichnet den Vorwurf als Schwachsinn und versucht, den Verdacht ins Lächerliche zu ziehen. Nee, es geht um Sie. Es geht um mehrere 100.000 €, die Sie aus Russland für Ihre Putin-Bücher bekommen haben sollen. Sie können natürlich einen Rechtsanwalt dazu ziehen. Wenn Sie aber noch dranbleiben, würden wir gerne reden mit Ihnen. Hubert Seipel will aber nicht. Jetzt weg. Aufgelegt. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, denn das ist ziemlicher Schwachsinn. Also schicken wir Hubert Seipel unsere Fragen per E-Mail. Ob er wirklich Geld bekommen hat, wie viel, von wem und wofür. Seipel hatte das immer bestritten. Der Journalist und Dokumentarfilmer Hubert Seipel ist heute Vormittag unser Gast in SWR1. Leute. Der Moderator unterhält sich in der Live-Sendung ausführlich mit Hubert Seipel. Dann die entscheidende Frage. Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt? Direkt? Ob direkt oder indirekt? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Also nein. Was die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er bezahlt? Ja. Nein. Also kein Geld aus Russland. Wolfgang Heim hatte Seipel interviewt. Wir zeigen ihm den Sponsorenvertrag. Ich frage ihn, haben Sie Geld bekommen? Er sagt, geht's noch, geht's noch? Nein, natürlich nicht. Und dann kommt raus, immer unter der Voraussetzung, dass es so ist, wie Sie sagen, dann kommt raus, der hat viele 100.000 € bekommen. Dann ruiniert das journalistisch seinen Ruf. Schließlich antwortet Seipel, schriftlich. Er räumt Zahlungen und den Sponsorenvertrag ein. Der aber lege fest, dass der Sponsor keinen Einfluss nehmen dürfe auf seine Arbeit. Und Seipel legt Wert auf die Feststellung, Zitat, ich habe zu keinem Zeitpunkt Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen. Hunderttausende € ganz ohne Einflussnahme? Seipel hat bis 2008, also vor seinem ersten Putin-Interview, auch für das ZDF gearbeitet. Wir konfrontieren ihn in Hamburg. Guten Tag, Herr Seipel. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin vom ZDF, der Redaktion Frontal. Herr Seipel, wollen Sie nicht 2 Fragen beantworten? Hubert Seipel bekam das Sponsorengeld aus Russland für sein Buch Putins Macht.
erschienen 2021 beim renommierten Verlag Hoffmann und Campe. Der hat nach eigenen Angaben nichts von dem Geld gewusst und teilt mit, Zitat: Sollten sich die erhobenen Vorwürfe bewahrheiten, behalten wir uns weitere Schritte im Zusammenhang mit den genannten Büchern von Hubert Seipel vor. Seipels Film Ich, Putin wurde betreut vom Norddeutschen Rundfunk. Auch dort heißt es, der Sender habe von einem Sponsorenvertrag nichts gewusst. Der NDR verspricht Aufklärung. Zurück auf Zypern. Wer steckt hinter dem vielen Geld für Hubert Seipel? Wir fahren zu dem Serviceanbieter, dessen Mitarbeiter den Sponsorenvertrag abgezeichnet haben. Wir probieren unser Glück. Gemeinsam mit einer Kollegin vom österreichischen Fernsehen. Hi. Hi, wir wollen mit dem Manager sprechen. Von wem sind Sie? Wir sind vom ZDF und ORF. Im ersten Stock, bitte. Thank you. Doch im ersten Stock wird die Tür schnell von einem Mitarbeiter verriegelt. Reden will hier niemand mit uns. Schriftlich hatte das Unternehmen erklärt, es halte sich an alle Gesetze und sei zur Geheimhaltung aller Kundenangelegenheiten verpflichtet. Zurück an der Rezeption. Können Sie bitte draußen warten? Ich versuche anzurufen. Okay. Thank you. Wir müssen draußen warten. Jetzt will keiner mehr aufmachen. Die automatische Schiebetür wird von innen verschlossen. Keiner kommt raus oder rein. Erst einmal auch nicht der Lieferdienst fürs Mittagessen. Wir suchen weiter nach Antworten in dem Zypern-Leak. Schließlich finden wir heraus, wer hinter dem Geld aus Russland steckt. Den Sponsorenvertrag schloss De Vere Worldwide ab. Die Briefkastenfirma wird zwar in Zypern verwaltet, sitzt aber auf der anderen Seite des Planeten, auf den britischen Jungferninseln. Dahinter steckt eine weitere Briefkastenfirma, die Fossil Star Holding. Die wiederum gehört Igor W., einem Geschäftspartner von Alexei Mordaschow. Mordaschow war vom Krieg bis April 22 der reichste Russe. Dann ist er ein bisschen abgestürzt und inzwischen ist er wieder auf Nummer 5. Geht ihm ganz gut, ja. Der Milliardär Alexei Mordaschow gilt als einflussreicher russischer Oligarch, der dem Kreml nahesteht. Mordaschows Firmen, so zeigen die Recherchen, stellten für den deutschen Journalisten das Geld bereit. Über Russland, Zypern und die Jungferninseln. De Vere Worldwide schließlich weist das Geld für Hubert Seipel an. Einmal 200.000 Euro im April 2018 und dann im April 2019 weitere 400.000 Euro. Insgesamt 600.000 Euro für Hubert Seipel. Der erklärt auf Nachfrage zu Mordaschow, Zitat: Alexei Mordaschow ist in der Tat ein Mann mit Einfluss und Kenntnis in Russland. Jemand, von dem und durch den man etliches lernen kann, falls man an Recherche interessiert ist. Mordaschow selbst schweigt zu den Zahlungen an Seipel. Wer ist Alexei Alexandrowitsch Mordaschow? Der 58-Jährige baut sein Vermögen nach dem Kollaps der Sowjetunion auf, übernimmt Severstal, formt aus dem Stahlunternehmen einen Weltkonzern. Und der Weltkonzern macht Mordaschow zum Multimilliardär. 2007 kauft er sich beim deutschen Reisekonzern TUI ein, wird größter Einzelaktionär eines Unternehmens, das Millionen Deutsche in ihren Urlaub fliegt. In Deutschland gilt Mordaschow als Vorzeige-Oligarch. Seine Ausstrahlung ist so sehr westlich und
viel vertrauter, als das jetzt, sagen wir mal, ein Abramowitsch sogar ist. Er ist so offen, er ist immer offen zur Welt und auch jemand, der sich sehr stark dafür ausspricht, dass Russland sich nicht isolieren soll. Und das wahrscheinlich ist was ihn dann auch für westliche Wirtschaftstreibende attraktiver macht. Doch dann greift Russland die Ukraine an. Am Tag des Angriffs bestellt der russische Präsident die Wirtschaftselite in den Kreml ein. Anwesend ist auch Alexei Mordaschow. Er bleibt Putin treu. Das hat einen Preis. Sanktionen gegen ihn und andere Oligarchen. 3 Tage nach Kriegsbeginn macht die EU ernst. Die Europäische Union verstärkt die Unterstützung für die Ukraine und die Sanktionen gegen den Aggressor Putins Russland. Die Oligarchen hätten mit den Sanktionen gerechnet, sagt der Sanktionsexperte Viktor Winkler. In der Szene der Oligarchen hat dies natürlich lange vor 2022 schon dazu geführt, dass Vermögenswerte umgeschichtet worden sind. Die Sanktionen treffen auch Alexei Mordaschow. Ihm wird finanzielle und materielle Unterstützung der Annexion der Krim vorgeworfen. Seine TUI-Anteile sollen eingefroren werden. Die sind Hunderte Millionen Euro wert. In Zypern beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schauplatz: die Küstenstadt Limassol, Karaiskaki-Straße Nummer 6. Die Anschrift der Briefkastenfirma, die Mordaschows TUI-Anteile hält. Gleichzeitig die Zweigstelle von PwC. PwC ist die zweitgrößte Beratungsgesellschaft der Welt. Die kümmert sich um Mordaschows Briefkastenfirma und versucht offenbar zu helfen, die TUI-Anteile in Sicherheit zu bringen. Im Zypern-Leak finden wir die Unterlagen, datiert einen Tag nach Kriegsbeginn. Mordaschows TUI-Anteile sollen augenscheinlich so schnell wie möglich an Frau Mordaschowa gehen. Doch irgendetwas scheint schiefgegangen zu sein. PwC-Mitarbeiter verschicken dieses Dokument am 1. März 2022, also einen Tag nach Inkrafttreten der Sanktionen. Handschriftlich notiert: eilt, bitte Originale nochmal unterschreiben. Danke. Ist das ein Sanktionsverstoß? Viktor Winkler hat eine klare Rechtsmeinung. Unabhängig von der Frage, wann also diese eigentliche Sanktionierung in Kraft getreten ist, macht man sich bereits dann strafbar, wenn man sich an Versuchen beteiligt, diese Sanktionen und deren Effekte zu umgehen. Wenn also in dieser Situation, unabhängig von der Tages- und Uhrzeit, Versuche gemacht worden sind, Schäfchen ins Trockene zu bringen, dann liegt darin eine Straftat. TUI kriegt von mutmaßlichen Sanktionsverstößen nichts mit. Verkündet am 4. März 2022: Mordaschow, der zuvor 1/3 der Aktien an TUI hielt, habe einen Großteil seiner Anteile abgegeben. 2 Wochen später verrät TUI auch an wen? An Marina Mordaschowa. Wurde dieser Deal wirklich unterstützt von PwC Zypern, trotz Krieg und Sanktionen? Nachfrageversuch bei PwC. Ja. Hi, wir möchten bitte mit dem Geschäftsführer sprechen. Sie haben offenbar sanktionierte Oligarchen als Kunden. Schalten Sie bitte die Kameras aus. Sie brauchen eine Genehmigung. Wieder einmal müssen wir draußen warten. Knapp 10 Minuten vergehen. Dann erscheint die Pressesprecherin. Wir sind vom ZDF und ORF. Wir haben Ihnen E-Mails mit Fragen geschickt. Davon weiß ich nichts. Sie dürfen hier nicht sein. Sie dürfen hier nicht filmen. Auch hier wenig Gesprächsbedarf. In einer schriftlichen Antwort teilt PwC mit: Das Unternehmen habe alle Sanktionen umgesetzt und sanktionierte Personen seien keine Kunden mehr. Zitat: PwC Zypern hat nach der russischen Invasion in der Ukraine die Beziehungen zu etwa 150 Kundengruppen beendet. Alexei Mordaschow lässt über eine Sprecherin erklären, keines seiner Unternehmen habe gegen Gesetze verstoßen. Zitat: Alles, was er aufgebaut und erreicht hat, wurde durch faire Geschäftspraktiken und die strikte Einhaltung von Vorschriften erreicht.
Dies gilt auch für die erwähnten Aktienübertragungen. Der russische Oligarch, der Millionen in Deutschland investierte und dem Westen so zugewandt schien, redet im Juni 2022 Klartext. Vielleicht brauchen wir Russen den Krieg, um uns sozusagen zum Handeln zu bringen. Am Ende wird auch Marina Mordaschowa sanktioniert. Alexei Mordaschows Versuch, bei TUI seine Millionen in Sicherheit zu bringen, scheitert. Der deutsche Reisekonzern teilt mit, Mordaschow habe keinen Zugriff mehr auf seine Aktien. Auf Zypern wird inzwischen ermittelt. Im Fokus die Geschäfte rund um die TUI-Anteile der Mordaschows. Ob gegen Sanktionen verstoßen wurde, müssen die Ermittlungen zeigen. Zypern ist eine Drehscheibe für verborgene Geschäfte. Die zyprische Regierung hatte das gefördert, indem sie Superreiche aus aller Welt ins Land lockte. Wer 2 Millionen investierte, etwa in ein Luxus-Apartment, bekam einen zyprischen Pass geschenkt. Die Eintrittskarte in die Europäische Union. Zum Beispiel Alexander Ponomarenko, geschätztes Vermögen 2,3 Milliarden Euro. Alexei Kusmitschov, Banker mit enger Verbindung zu Putin. Auch der Milliardär Oleg Deripaska hat den sogenannten Goldenen Pass Zyperns bekommen. Insgesamt erkauften sich 2800 Russen den Zugang zur EU, sind heute EU-Bürger. Auf Druck der EU vergibt Zypern heute keine neuen goldenen Pässe mehr. Der Präsident Zyperns lässt erklären, bisher habe sein Land 1,1 Milliarden Euro sanktioniertes Vermögen eingefroren. Bei seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt verspricht er klare Kante. Die Republik Zypern hat von vornherein alle Sanktionen umgesetzt nach der russischen Invasion. Ich habe es vorhin angesprochen und wiederhole es gern. Wir befinden uns auf der richtigen Seite der Geschichte und wir werden auf dieselbe Art und Weise fortfahren. Im Zypern-Leak finden wir weitere Dokumente. Zu einem alten Bekannten, Abramovic. Der investiert nicht nur in Fußball, sondern auch in Kunst. 30 million. It's on this telephone and selling. Fair warning at $30 million. 30 Millionen Dollar. Im New Yorker Auktionshaus Christie's ersteigert ein telefonischer Bieter im Mai 2008 ein Bild des britischen Malers Lucian Freud, eine schlafende, nackte Frau. $77 million. Thank you. Für 77 Millionen Dollar wird kurz darauf ein Triptychon des britischen Malers Francis Bacon versteigert, wieder an einen zunächst unbekannten Bieter. Der beste Verkauf in unserer Geschichte, in jeder Kategorie weltweit. Später wird der Käufer der Bilder bekannt, Roman Abramovic. Er ersteigert über Jahre die teuersten Kunstwerke, zusammen mit seiner damaligen Partnerin Daria Zhukova. Abramovic gilt als enger Vertrauter Wladimir Putins. Das Zypern-Leak zeigt, Abramovic lagerte seinen Kunstschatz in Depots wie dem Zollfreilager Genf. Geld auf Bankkonten verstecken ist schwieriger geworden. Mit Kunst geht es einfacher. Der Kunstmarkt ist ohnehin schon intransparent, das ist quasi in seinem Wesen drin. Die Juristin Monika Roth ist eine der führenden Geldwäsche-Expertinnen. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit verdeckten Kunstkäufen durch Oligarchen. Kunstbesitz habe viele Vorteile für Superreiche. Also das eine ist, dass sie das als Anlageform wählen, Kunst als Anlageform. Und der andere Grund dafür ist Kunst als Eintrittsticket in die bessere Gesellschaft, als Akzeptanzausweis. Wer tolle Kunst hat, ist jemand. Das Zypern-Leak offenbart erstmals den Umfang von Abramovics Kunstschatz. Die Gemälde sind in den geheimen Dokumenten einzeln ausgewiesen. An diskreten Orten lässt Abramovic die Gemälde lagern. Etwa das in New York ersteigerte Bild der nackten Frau von Lucian Freud.
Kaufpreis 30 Millionen US-Dollar. Einen Francis Bacon zum Preis von 77 Millionen US-Dollar. 9,5 Millionen für einen Magritte. Einen Hockney. Kaufpreis 8,3 Millionen. 19,8 Millionen für einen Modigliani. Einen Degas für 27,8 Millionen. Hunderte Kunstwerke im Wert von mindestens 945 Millionen US-Dollar. Die Kunstwerke, die Abramowitsch ersteigerte, gehören offiziell Offshore-Firmen. Zum Beispiel der Selene Invest im Steuerparadies Jersey im Ärmelkanal. Selene Invest gehört wiederum der Hermes Trust Settlements auf Zypern. Dahinter steckt zuerst Roman Abramowitsch allein. Dann Anfang Februar 2022. Russische Truppen sammeln sich an der ukrainischen Grenze. Die Invasion steht unmittelbar bevor. Auf einmal ist Roman Abramowitsch nur noch Begünstigter von 49% des Vermögens von Hermes. Seine Ex-Partnerin Daria Zhukova erhält nun 51%. Er ahnte den Ukraine-Krieg, diesen Einmarsch der Russen. Er ahnte die Folgen für ihn persönlich und das war eine der Maßnahmen quasi, um sich Sanktionen zu entziehen, indem er dann argumentieren konnte, ich bin ja gar nicht der Hauptbegünstigte, sondern meine ehemalige Frau. Abramowitschs Ex-Partnerin Zhukova bestreitet, dabei geholfen zu haben, Sanktionen zu umgehen. Sie lässt mitteilen, dass sie sich vom Angriffskrieg Russlands distanziere. Dieser Mann, Pawlo Kulik, ist entschlossen, die Kunstwerke der Oligarchen zu beschlagnahmen. Er hat eine Datenbank mit den Kunstschätzen der sanktionierten Oligarchen erstellt. Auch Putin-Freund Abramowitsch ist mit mehr als 300 Kunstwerken vertreten. Das ultimative Ziel besteht darin, den Oligarchen diese Objekte abzunehmen, sie zu verkaufen und den Erlös für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Für Pawlo Kulik sind die Oligarchen mitverantwortlich für den Krieg, den Russland führt. Und wenn sie dafür verantwortlich sind, müssen sie dafür bezahlen, mit ihrem eigenen Geld. Roman Abramowitsch schweigt auf alle Nachfragen. Er steht seit März 2022 auf der Sanktionsliste der EU und auch der Schweiz. Dort, in Zollfreilagern wie in Genf, würden die Sanktionen durchgesetzt. Das behauptet zumindest das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Zitat: Die SECO hat Kunstwerke, die sich im Eigentum oder unter Kontrolle von sanktionierten Personen befinden, gesperrt. Nein, das erachte ich als nicht glaubhaft. Und ich finde übrigens schon das Wort Sperrung seltsam. Was hat man jetzt genau gemacht? Hat man diese Werke beschlagnahmt? Das wäre ja das Richtige. Das Problem? Die Schweizer Gesetze ermöglichen, dass die wahren Eigentümer von Kunstwerken im Dunkeln bleiben. Das Problem liegt ja schon darin, dass die Grundlagen für eine konsequente Umsetzung der Sanktionslisten fehlen und damit erfolgt auch eine Überprüfung bezüglich der sanktionierten Personen und ihrer Kunstwerke, die sie allenfalls besitzen, nur lückenhaft. Abramowitschs Kunstschatz, so scheint es, ist vor Beschlagnahmung sicher. Im Zypern-Leak sehen wir, dass Abramowitsch seine Kunst problemlos von einem Ort zum anderen bringen kann. 2018 ließ er Bilder aus den Kunstdepots in einen seiner Paläste schicken. 66 Meisterwerke im Wert von vielen Millionen Dollar sollten ausgestellt werden. Im Château de la Croix in Südfrankreich. Das Schloss gehört Roman Abramowitsch und liegt an der Côte d'Azur, direkt am Meer. Das Schloss haben französische Behörden inzwischen beschlagnahmt.
Doch an den verborgenen Kunstschatz kommen sie nicht heran. Zypern und die heimlichen Geschäfte russischer Milliardäre. Das Datenleak hat ans Licht gebracht, wie sie die Urlaubsinsel nutzen, um Einfluss zu nehmen, ihren Reichtum zu sichern, trotz Krieg und Sanktionen. Die zyprische Regierung hat versprochen, aufzuräumen. Wieder einmal. Offen, ob den Worten wirksame Taten folgen im Oligarchenparadies Zypern.